Ich befinde mich hier an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, genauer gesagt in der Leibnizstraße. Hier befindet sich mit der Hausnummer 10 das Zentrum für Schlüsselqualifikationen. Dort können Studierende über ihre Fachrichtung hinaus weitere wichtige Kompetenzen erlernen, zum Beispiel im Bereich der Kommunikation und Gesprächsführung. Ich bin jetzt mit Ulf Ewert verabredet. Er ist Dozent und arbeitet im Bereich Wissenschaftskommunikation. Ich bin gespannt, was er mir so erzählen kann. Im ZFS arbeitet ein Team aus Festangestellten und Lehrbeauftragten. Hier können die Studierenden unter anderem wichtige Soft Skills und soziale Kompetenzen erwerben, die auch im Berufsleben sehr wichtig sind. Moin Ulf, hast du kurz Zeit? Moin, ja. Ulf Ewert ist Diplombiologe und hat 6 Jahre lang in der Forschung gearbeitet. Seit 2010 ist er in der Wissenschaftskommunikation aktiv. Zuerst war Ulf freiberuflich tätig und hat in dieser Zeit zum Beispiel Wanderausstellungen betreut. Am Zentrum für Schlüsselqualifikationen ist er nun seit 3 Jahren angestellt. Speziell arbeite ich ja im Bereich externe Wissenschaftskommunikation und darunter verstehe ich, dass man in der Lage ist, wissenschaftliche Themen, Forschungsthemen einem Publikum, auch wenn es fachfremd ist, einfach verständlich und nachvollziehbar darzustellen und erklären zu können. Und warum sollte man das machen? Warum ist das wichtig? Was meinst du? Zum einen steckt ja immer sehr viel Leidenschaft und Passion hinter Forschungsprojekten und in Forschung. Und ich finde, es ist einfach wert, dass diese Passion und Leidenschaft auch mit anderen geteilt wird und die nachvollziehen können, was macht jemand, wie macht er das, aber auch warum. Und außerdem zu erfahren, wie arbeiten eigentlich Forscherinnen und Forscher, was passiert in der Wissenschaft und warum sind vielleicht wissenschaftliche Daten und Fakten verlässlicher als so manches andere, was man heutzutage zu hören und zu sehen bekommt. Ja, herzlich willkommen zum 4. Kurstag Wissenschaftskommunikation. In seinem Seminar spricht Ulf mit den Studierenden über Möglichkeiten, wie Wissenschaft einem fachfremden Publikum verständlich, interessant und korrekt vermittelt werden kann. Dabei suchen sich die Studierenden Beispiele für gute und schlechte Wissenschaftskommunikation aus, die sie in kurzen Referaten vorstellen. Es geht zum einen erstmal zu gucken, einen Überblick zu verschaffen, was gibt es eigentlich schon für Formate in der Wissenschaftskommunikation, wie funktionieren die, aber wo sind vielleicht auch Grenzen und dann genau das, was ich schon vorhin angedeutet habe, was mache ich selber in meiner Forschung oder in meinem Studium, wie mache ich das und warum begeistere ich mich dafür und warum sollten andere diese Begeisterung teilen. Und dann geht es eben um geeignete Methoden, das auch anderen so vermitteln zu können und nachvollziehbar zu machen, was man hier an der Hochschullandschaft eigentlich den ganzen Tag tut. Guten Abend und herzlich willkommen zur Science Show im Studio Filmtheater Kiel. Hallo! Neben den theoretischen Grundlagen organisiere ich mit meiner Kollegin Catherine Simmons seit 7 Jahren die Science Show. Da bringen wir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich Promotion und Studium auf die Bühne, wo die in 10 Minuten Kurzvorträgen eben genau diese Fragen beantworten. Was mache ich, wie und warum ist das für mich und auch für andere relevant? Das gibt denen auch einen Raum, sich einmal selbst auszuprobieren und zu erfahren, wie wirkt das auf mich, was ich tue, und wie wirkt das auf andere, wenn ich denen Wissenschaft kommuniziere. Ja, die Science Show ist zweimal regelmäßig pro Jahr, einmal auf der Kieler Woche mit 2 Terminen im Unizelt und dann auch immer mit 3 Blöcken auf der Night of the Profs, aber auch regelmäßig jetzt im Studiokino, im Studio Filmtheater und bei Erstbegrüßungen oder bei Studieninformationstagen, also kann überall auftauchen inzwischen. Die Science Show hat aber nicht nur Unterhaltungswert, sondern kann auch als Prüfungsleistung für ein Zertifikat angerechnet werden, das am ZFS angeboten wird. Das Zertifikat zielt darauf ab, die Fähigkeit zu fördern, Inhalte auf unterschiedliche Art und Weise zu vermitteln. Durch Schreiben, Reden oder Zeigen soll fachfremden Zielgruppen ein Thema verständlich und publikumsorientiert nahegebracht werden. Um das Zertifikat zu bekommen, ist es nötig, neben dem angesprochenen Beitrag und einem Planungsgespräch 3 Kurse aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation zu belegen und ein Reflexionstagebuch zu führen. Also es geht erstmal darum, einfach zu schauen, was ist Wissenschaftskommunikation, externe Wissenschaftskommunikation und auch, was macht das mit mir? Ist das vielleicht ein Feld, wo ich stärker einsteigen will, parallel zur Forschung, oder könnte es für mich sogar ein Berufsfeld sein zukünftig? Wie ich heute erfahren habe, gibt es hier im Bereich Wissenschaftskommunikation am ZFS viele spannende Kurse und Projekte. Von Ulf, aber auch von seinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr auch mal einen Kurs besuchen wollt, geht einfach auf die Internetseite vom ZFS, schaut ins Univis oder auf die neue Facebook-Seite
und dort findet ihr dann alle weiteren Informationen. Bis zum nächsten Mal.